Hallo ihr Lieben, heute seht ihr mich hier mit einem ganzen Haufen Verpackungsmüll. Und zwar habe ich relativ lange so Packungsmüll gesammelt von irgendwie Käse, das sind jetzt hier Salzstangen, der hat einen schön riffeligen Boden, von Pralinen, von irgendwie Marzipanverpackungen, dies hier ist von Käse. Ne? Also die Verpackungen, die man so hat im täglichen Leben, die haben sehr oft so einen richtig schönen, tollen, strukturierten Boden oder auch die Seitenwände. Dieses hier ist auch, glaube ich, von irgendeiner Wurst und ja, dieses hier, das große Schwarze, das hat noch so einen Plastikdeckel, das ist von einem Kuchen, von einem Fladen. Also ich wohne hier in der Aachener Ecke, da gibt es so Fladen so als Spezialität. Und ja, und ich finde, wenn man schon diesen ganzen Verpackungsmüll hat, das finde ich persönlich eigentlich schon schlimm genug, da möchte ich da wenigstens noch was Schönes draus machen. Also dann habe ich persönlich noch ein besseres Gefühl. Hier seht ihr gerade, da stelle ich fest, dass das relativ wabbelig ist. Ne? Also da gibt es einige von den Kunststoffformen, die sind ziemlich stabil. Die kann man also auch so direkt schon benutzen, um damit Stempelabdrücke zu machen. Und dieses hier ist also so besonders wabbelig. Da schneide ich mir jetzt gerade die schönen Muster raus, die ich verwenden möchte, weil das natürlich in so einer dreidimensionalen Form ist. Damit kann ich so als Stempel nicht wirklich was anfangen. Ne? So, und die Seitenwand, die schneide ich mir jetzt auch zurecht mit den Rillen. Das gefällt mir auch ganz gut und schneide jetzt alles weg, was ich nicht gebrauchen kann. Ja, grundsätzlich möchte ich gleich damit, wie gesagt, Stempel machen und möchte die abdrücken auf Steson, also auf dem Stempelkissen und mit einem Inkpad. Und da möchte ich das Ganze auch benutzen auf einer Gelatineplatte und möchte gucken, ob man da schöne Abdrücke bekommt. Hier sieht man, da sind praktischerweise gleich verschiedene schöne Formen in einer Plastikverpackung. Hier habe ich gleich 5. Hier gucke ich gerade, ob ich die irgendwie rund um den Kreis wickel, aber das hat sich dann für mich nicht angeboten. So, jetzt schneide ich mir da eine Form von raus mit 2 Pikern, stelle fest, dass die ziemlich stabil ist und dass ich die gar nicht ausschneiden möchte, sondern direkt so als Stempel benutzen kann. Ja, hier nehme ich so eine, ja, ist auch eine Viererform, da waren, glaube ich, irgendwelche Kekse drin. Da werde ich mir also 2 von diesen Unterseiten zurechtschneiden. Eine wird mir später noch abhanden kommen, werdet ihr noch sehen im Video. Die sind ja durchsichtig, ne? Und das geht also ganz, ganz schnell, dass die irgendwo hinflutschen und man sucht die dann und man sieht die dann einfach nicht mehr. Also irgendwann werde ich da wahrscheinlich mehrere von wiederfinden. Ja, also ich zeige hier jetzt gerade, wie ich dann zuschneide. Den Rest mache ich dann im Geheimen, sozusagen hinter den Kulissen, denn das reicht ja so und das andere wird ja auch ziemlich langweilig sein. So, ich habe mir die alle soweit zugeschnitten und jetzt habe ich bei manchen diese zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, da habe ich hier unten so ein Gitternetz, das heißt, wenn ich damit stempeln würde, dann bekomme ich hier so ein Raster und wenn ich mit der anderen, mit der Rückseite stempeln würde, dann bekomme ich so lauter kleine Rauten. Ne? Also werde ich hier auf jeden Fall beide Seiten irgendwie nutzen. Dann habe ich dieses hier zugeschnitten, da habe ich hier diese interessante Form, das ist sehr, ja, lässt sich sehr leicht eindrücken. Ich weiß nicht, ob das so gut gelingen wird, aber wir probieren es auf alle Fälle. Dann habe ich hier solche kleinen Streifen und auch so große Streifen. Und da ist der Gag, ich weiß nicht, ob man das so erkennt. Das sind so kleine Bögen. Das heißt, wenn ich diese Seite abstempeln würde, bekomme ich so recht breite Streifen und hier bekomme ich so kleine dünne Spitze mit einem recht großen Abstand. Also auch hier werde ich beide Seiten nutzen. Dann habe ich dieses Interessante. Ich weiß nicht, warum das so dreckig ist, ob ich damit schon mal irgendwie gestempelt habe. Es geht auf jeden Fall nicht ab. Da habe ich hier so kleine Linien, auch sehr interessant. Dann habe ich hier so kleine Quadrate und hier am Rand habe ich hier noch ein A und hier, ich gucke mal, kann man das so erkennen, da steht 1868 und hier ST plus DK, okay, das brauche ich nicht. Hier steht irgendwie die Zeichen für Essen und Trinken, das brauche ich auch nicht. Aber dieses hier zum Beispiel, das gefällt mir sehr gut, die 1868, die schneide ich mir nochmal irgendwie raus.
und versuche mir die separat auch auf den Stempel zu machen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Schneide ich mir noch zurecht. Und das A. So. Entsprechend werde ich das hier gleich noch ein bisschen begradigen. Und dann habe ich hier noch eins, das hat so Punkte, so kleine Kreise, finde ich auch sehr schön. Ist übrigens vom Tilsiter in Scheiben vom Netto, wer das vielleicht auch haben möchte. Ja, und dann habe ich, dieses hier ist auch sehr interessant, das war, hier habe ich das nochmal gelassen, damit man sieht, was es war. Da waren so, ich glaube, Marzipan-Dinger drin in so einem Rondell. Da habe ich mir einmal das hier unten ausgeschnitten, mehrfach so in rund. Und habe dann aber festgestellt, dass hier am Rand gar keine Nöppel mehr sind. Ne? Das würde gar nicht abstempeln und habe dann hier die Ränder einfach abgeschnitten und ich habe hier so eine geometrische, eckige Form. So, aber dann könnte man dieses zum Beispiel auch so rum aufkleben und hätte hier in rund dieses Raster. Also werden wir auch alles mal irgendwie ausprobieren. So, diese hier, das sind alles ziemlich weiche Sachen. Da kommen wir gleich noch zu. Und dann habe ich hier noch recht stabile. Hier so Kreise, ne? Das kann man einfach, das hält so ganz gut in der Form. Das kann man so einfach nehmen und irgendwo rauf auf die Gelatineplatte oder so. Das brauche ich nirgendwo anders aufzukleben. Das gleiche mit diesem hier, das sind so kleine Kreise, ne? Das kann ich einfach nehmen und zip, zip, zip. Brauche ich auch nichts mehr mitzumachen. Das gleiche mit diesem hier, da sind so 4 Striche drauf. Dieses hier, das ist zwar in sich recht dünn, aber das sind gleich verschiedene Formen ineinander gesteckt. Das hält also auch. Und dieses hier mit so einer Wellenform, auch sehr interessant, das hält auch. Ne? Man muss sich ja nicht mehr Arbeit machen als notwendig. Dann habe ich noch, die werde ich aber nicht nehmen, so diese Form hier. Da habe ich jetzt hier den Pappaufkleber noch ein bisschen abgemacht. Das werde ich mir, ja gut, wobei doch hier so ein kleines Stück kann ich mir noch mal zurechtschneiden. Ich hatte jetzt eigentlich schon beschlossen, dass ich das wegtue, aber gut, so ein Stück werde ich auch noch nehmen. Ja, dann dieses hier, das kann man so natürlich schlecht verwenden. Ne? Das ist, wenn ich das irgendwo rein in Farbe tunke oder so, das ist labberig, da kriege ich schmierige Finger, wenn ich da in Farbe touche und alles. Deswegen habe ich mir so ein paar Grundierungen zurechtgelegt. Also einmal ein paar Korken, ne, wo ich da zum Beispiel diese runden Dinger so drauf kleben kann, hier oder auf die andere Seite. Ne, und das Ganze möchte ich noch ein bisschen unterpolstern. Dazu habe ich mir hier noch so, wie nennt man den nochmal? Moosgummi. Das sind aber so recht dünne. Gegebenenfalls klebe ich da irgendwie 2 aufeinander. Die sind irgendwie nur 1,5 Millimeter dick oder so. So, dann möchte ich also das hier raufkleben, ausschneiden und das ganze Ding dann auf den Korken kleben. Ja, diese Dinger hier, da habe ich mir überlegt, ich habe hier, das ist von einer Marzipanplatte. Es gibt ja diese runden Marzipandecken, die man so auf eine Torte legen kann. Das ist eine relativ stabile Form und da hatte ich mir überlegt, das klebe ich hier so drumrum. So, dass das auch nicht überlappt oder so, sondern bündig abschließt und werde hier so rechts, links jeweils 2 cm überlassen, sodass ich das dann so in der Runde rollen kann. Ja, und dieses hier schneide ich mir auch noch zurecht und dann kommt das hier auch drauf. Ja, dann klebe ich die Sachen. Ach so, und dann habe ich hier noch so eine etwas dickere, ich weiß gar nicht, wovon das ist. Das ist wie so eine Küchenkrepp-Rolle, also von so einem Zewa-Tuch, aber es ist dicker, ne? Also stabiler. Das kann ich also auch gut nehmen. Okay, ich habe mir hier jetzt auch noch so ein Stück ausgeschnitten. Das habe ich, habe ich extra hier mit dem dünnen und mit dem langen aufgehört, damit ich, wenn ich das jetzt so in einer Runde setze, hier mit dem langen dann weitermache und dann im Muster bleibe. Ja, damit ich dieses hier auch noch verwenden kann, habe ich mir hier noch so ein bisschen dicke Pappe zurechtgelegt. Das ist also, die ist richtig, richtig stabil. Ne, und da werde ich das dann hier so aufkleben und dann auch entsprechend ausschneiden. So, fangen wir mal mit einem von diesen Runden an. Dann klebe ich mir das jetzt hier in die Ecke und schneide drumherum aus. Ich nehme jetzt so ein Tacky Glue. Mal gucken, ob das damit hält.
Wenn nicht, kann ich ja immer noch andere Kleber probieren. Okay. Das scheint nicht so gut zu funktionieren. Oder ich stelle noch mal was Schwereres drauf. Und dann gucken wir mal, ob es anzieht. So. Dann hier an der anderen Seite probieren wir dann mal das hier. Ja, so passt das prima hin. Da habe ich diese runden Dinger jetzt ausgeschnitten vom Rand. Habe hier auch noch ein bisschen was über. Das klebe ich dann hier einfach irgendwie, ja, so noch hin. Wenn man das Ganze dann noch mehrfach nebeneinander stempelt, dann hat man hier noch das fortlaufende Muster. Da male ich mir jetzt mal auf, wo ich kleben muss, und dann klebe ich den Kleber auf den Schaumstoff. Das geht nämlich leichter, als wenn ich das hier auf die Folie klebe. So. Na, hält das jetzt oder hält es nicht? Ne, ich würde sagen, es hält nicht. Ich könnte ja auch Heißkleber nehmen, wobei, nee, dann schmilzt das Kunststoff, ne? Der Kunststoff. Okay, das tut's nicht. Probieren wir mal Vielzweckkleber vom Pritt. Der müsste das eigentlich besser können. Nehmen wir jetzt mal den hier. So. Okay, das lassen wir noch mal. Das scheint auch nicht zu ziehen. Nee. Okay. Nächste Möglichkeit: Kleber von Funkelkram. Der klebt ja sonst wirklich sehr gut. Das hier vorne ist nochmal dieser Tacky Glue, den habe ich jetzt einfach nochmal, wo es schon ein bisschen angetrocknet war, nochmal raufgeklebt. Das scheint besser zu halten. So, und jetzt stellen wir das hier einfach drauf und haben ein bisschen Geduld. Und dann müssen wir jetzt aber einen Moment warten, denn wenn ich diese Fläche hier klebe, die große, dann möchte ich wissen, welcher Kleber da vernünftig hält. Weil ich so ungeduldig bin, habe ich mit dem jetzt versucht, das zu tackern. Und mit so einem kleinen Tacker. Und das Schöne daran ist, die Klammern, die sind so ganz flach, ne? Die stehen nicht so vor wie bei einem großen Tacker. Und ich finde, das geht ganz gut. Und jetzt schneide ich das hier noch so drumherum aus. Und tacker das von dieser Seite auch noch, weil ich so da jetzt momentan noch nicht rankomme. Und dann klebe ich das schon mal auf Pappe auf und dann habe ich den ersten schon mal fertig. Den klebe ich jetzt hier so auf Pappe auf und schneide den aus. So, dieses hier war der erste Tacky Glue. Das hier ist der Funkelkramkleber, wobei der natürlich auch jetzt noch nicht so lange anzieht. Aber es ist beides nicht wirklich gut. Also, so, und hier hatte ich in den alten Fleck von dem Allzweckkleber, von dem durchsichtigen, da hatte ich noch diese Zahlen hier reingelegt. Diese klebt einigermaßen und das A noch nicht. So, also, okay, ich hatte natürlich auch komplett vergessen, dass ja auch Acetatfenster und so eigentlich im Guten gar nicht festzukleben sind. Letzten Endes ist das ja auch nichts anderes.
Dieses hier hält also gut, ne? Da habe ich jetzt, gut, das ist jetzt hier los, weil ich das natürlich nur festgetackert habe, aber der Schaumstoff, der hält an der Pappe also sehr gut und der Plastik hält durch die Tackerklammern hier an dem an dem Schaumstoff und an der Pappe jetzt natürlich auch ganz gut. So, also diese Lösung werde ich dann weiter verfolgen. Ja, dem geben wir noch eine Chance. Das stellen wir jetzt noch mal zur anderen Seite mit einem Gewicht drauf, ob da noch was passiert. Achso, und dann ist mir noch aufgefallen, ich hatte diese Dinger ja jetzt, die haben ja hier diese flache Seite und die Seite mit den Pikerchen. Und ich habe jetzt natürlich die Pikerchen nach unten, also die tatsächliche Klebefläche, die ist ja auch sehr gering. Deswegen werde ich es nochmal probieren, indem ich diese Fläche nehme und die direkt auf so einen Korken klebe. Ne? Machen wir das gleich nochmal. Das lege ich jetzt zur Seite. Mit einem Gewicht drauf. So, das hier kleben wir jetzt nochmal fest. Ruhig ein bisschen üppiger den Kleber. So. So rum wollte ich. Okay. So lassen wir das jetzt einfach mal trocknen. Es sieht so alles schon mal ganz gut aus und gar nicht mehr anfassen, einfach stehen lassen. So, dann habe ich aber ja noch diese ganzen Streifen und so, die ich, wo ist die Rolle, an diese Rolle kleben wollte. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich die jetzt einfach hier fest tacke, ne, dann hält das ja auf dem Schaumstoff und der Schaumstoff hält ja auf dem Kunststoff. Das ist ja kein Problem. Das werde ich jetzt mal so machen. Okay, machen wir hier noch eins. Ja, weiß ich nicht. Also bei diesem hier, da ist das natürlich auch eine sehr hohe Erhebung. Ne? Hier habe ich ja nur so ganz kleine und ich könnte mir vorstellen, dass die Tackerklammern da beim Abdruck fast noch mit zu sehen sind. Naja. So. Schneiden wir hier nochmal zurecht. So. Jetzt auch wieder der Denkfehler. Wenn ich das so flach liegen habe und schneide das auf der gleichen Länge ab und rolle das dann ein, das ist wie bei der Signatur, ne? Da ist das äußerste Blatt ja auch das kürzeste. Und das steht jetzt vor. Jetzt habe ich zu wenig. Aber mal gucken, vielleicht passt es ja noch. Okay. So. Kleben wir es so einfach fest. Wobei mir jetzt gerade auffällt, die Rolle ist natürlich auch aus Kunststoff. Da haben wir jetzt das gleiche Problem nochmal. Das wird nicht halten. Ich wickel mal einfach jetzt ein Gummi hier drum. Das habe ich hier zufällig gerade liegen.
So. Einfach in die Ecke legen und in Ruhe anziehen lassen. Dann kommt die Lösung. Papprolle, das Zeug auftackern auf Schaumstoff und den Schaumstoff dann hier rumkleben. So, jetzt brauche ich natürlich mehr Masse. Könnte ich noch ein bisschen mit anderem aufpolstern? Ich hatte hier nur noch mehr. Wo ist das denn hier? Nee. Okay, ich lasse ein bisschen Abstand am Rand, am besten so 2 cm, damit ich hinterher Platz habe, dann die Rolle auch zu bewegen, ohne so in die Farbe zu touchen. Gut, wenn ich so mache, die Folie geht bis da, also so festhalten. Die brauche ich ja dann auch nicht mehr. So. Okay. Hole ich mir noch ein Gummi und wickel das da drum. So. Okay. Das wollte ich jetzt tackern. Muss ich das so rund halten und hier den Rand abschneiden, damit ich hier auch noch dran komme zum Tackern. Okay, also ich sehe schon, das hier werde ich dann wohl abschneiden müssen. Ich bin voller Kleber hier. Das hier werde ich wohl abschneiden müssen. Ja, schauen wir mal. So, ich gucke, dass die Linie hier auch so in der Flucht ist. Wenn man dann so rund rollt, dass man dann so zumindest in der Linie bleibt. Ja, das Gleiche lassen wir jetzt einfach trocknen. So, ich habe hier eins so raufgeklebt, das hält gut. Dann habe ich hier ja die Buchstaben und so raufgeklebt, das hält jetzt auch gut. Das heißt, die kann ich mir auch noch mal ausschneiden und auf so einen Korken kleben, ne, damit ich eine schöne Basis habe. Und diese beiden halten jetzt auch gut und dies war der mit dem Tacky Glue und das war der mit dem Funkelkramkleber, ne? Also das klappt auch. Die werde ich auch ausschneiden und mir auch auf einen Korken kleben. Dieses hier habe ich mir inzwischen ausgeschnitten von der Pappe. Das klappt auch gut, ne? Da habe ich hier so einen richtig schönen Griff und kann damit in die Farbe. Die Tackerklammern, die sind, kann man das so erkennen, von der Erhebung her, also in den Rillen, ne? Sodass ich dann auf den, als Stempel dann auch tatsächlich nur diese großen Rillen haben sollte. Dann haben wir ja noch dieses hier, machen wir das mal ab. Dieses hier klebt auch. Das heißt, Kunststoff mit Moosgummi, das hat auch gut geklebt. Das kann ich mir jetzt hier so zurechtschneiden. Moment. Hier ungefähr.
Und dann kann ich das so nehmen und rollen. Prima. Dann haben wir ja noch diese hier. Bin ich auch mal gespannt. So, schneiden wir es erstmal durch. Okay, das klebt auch gut. Pappe mit Mussgummi. Jetzt ist das hier, der Kunststoff ist ja nicht aufgeklebt aufs Mussgummi, sondern nur mit den Tackerklammern. Also da muss man mal gucken, das steht hier am Rand jetzt natürlich so ein bisschen blöd hoch. Wir probieren es einfach. So, und dieses hier, das hat auch schön gehalten. Pappe, Mussgummi ist gar kein Problem. Dann klappen diese einzelnen hier auf jeden Fall so richtig blöd hoch. Die machen wir mal ab. Den und den. Hier haben wir keine. Okay. Probieren wir aus. Na gut, dann mache ich die noch schnell fertig. Und die Buchstaben, wir sehen uns gleich. So, ich habe das jetzt aufgeklebt. Das hält nicht gut, das muss ich beschweren. Das wird dann später auch noch auf Pappe aufgeklebt, so wie das hier. Dann habe ich dieses hier noch aufgeklebt, kommt auch auf Pappe. Das zweite davon ist verschollen. Das ist ja durchsichtig. Das liegt jetzt hier irgendwo und lacht. Das finde ich irgendwann wieder. Dies hier habe ich aufgeklebt. Da freue ich mich auch richtig drauf mit diesen festen Punkten. Dann habe ich das noch aufgeklebt. Das sind grobe Rillen, feine Rillen und dieses Gittermuster. Und zwar habe ich beide Seiten aufgeklebt. Hier das Muster nach außen und hier nach innen. Das kommt auch jeweils auf eine Pappe. Ja, die legen wir noch mal zur Seite. Die müssen noch ein bisschen trocknen. Dann habe ich die, Moment mal, doch hier das A aufgeklebt. Hier die, achso genau, die waren ja schon fertig. Da habe ich nur den Schaum auf den Korken geklebt und die Zahl. Und dieser war ja schon fertig. Okay, das muss alles noch ein bisschen trocknen. Die stelle ich mal zur Seite. Das hier auch. Hier stelle ich was drauf. Moment. Okay, und dann nehmen wir uns mal so ein bisschen gefärbtes Papier und fangen mal an und gucken mal, was da draus so wird. Nehmen wir erstmal die Stesen. Fangen wir mit der Rolle hier an. Ja, geht. So, dann rollen wir den Kram auch mal ab hier. Dann nehmen wir mal den. Der wird bestimmt gut. Ja, der ist ja süß. Guckt mal hier. Lauter so Mini-Pünktchen. Oh, der ist ja toll. Richtig gut. Irgendeine Pralinenpackung. Guckt mal einfach drunter. Die haben wirklich die tollsten Muster. Und außerdem liefere ich euch gerade eine Ausrede, Pralinen zu essen. Ja, so. Dann nehmen wir mal das hier. Das finde ich auch schön. So. Ganz gut. Das hier. Jawohl. Dies hier, da nehme ich jetzt mal nur 2. Ja, super. Und dieses Muster fange ich mal hier an. Oder ich mache mal so rum. Ja, toll, oder? Bin begeistert. Geht besser, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich dachte eigentlich, dass das nur auf der Gelatineplatte richtig gut wird.
ist auch schön. Dann nehmen wir mal das hier, da bin ich auch neugierig. Dann machen wir ein neues Blatt. Super, ne? Was haben wir noch nicht? Den hier. Oh, da bin ich auch neugierig, ob das klappt. Aber hier wird schon gut, seht ihr das? So. Guckt mal, wie toll das ist. Bin begeistert. Den haben wir noch. Ach, das hatten wir schon. Diese hier. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist noch nicht so ganz fest. Boah, guckt mal. Ist das nicht toll? Dann die 1868. Wird die jetzt spiegelverkehrt, fällt mir gerade auf. Ja, klar. Wird sie. Oh nein. Ich meine, es ist ein netter Abdruck, aber falsch rum. Ja, aber das A, das ist kein Problem, weil das ja seitengleich ist. Spiegelgleich heißt das, glaube ich, ne? Oh. Dann mal gucken, ob das jetzt schmiert. Ja. Aber ich finde das eigentlich schön mit der Umrandung. Noch ein bisschen mehr machen. Das ist doch toll. Absolut gelungen, finde ich. Finde ich echt toll. So, probieren wir das Ganze nochmal. Achso, Moment. Ich habe ja hier noch die noch trocknen. Wo sind sie? Die jetzt noch trocknen, da zeige ich euch nachher noch die Ergebnisse. Ne? Ich könnte das jetzt hier noch mit denen hier machen. Aber das Ergebnis dürfte ja ziemlich das gleiche sein. Jawohl. Okay. Muss ich ja jetzt nicht mit allen nochmal machen. Ne? Das sind ja dann die gleichen Muster, nur in braun. Könnt natürlich auch alle Farben nehmen. Die gibt es ja in 387 Farben. Richtig schön, den ganz kompletten Regenbogen. Nur der Vollständigkeit halber, das sind jetzt noch die Abdrücke von denen, die eben noch nicht getrocknet waren. Also finde ich auch sehr, sehr gelungen. Vor allem diese Runden hier, die gefallen mir richtig gut. Okay, ich hole die Gelatineplatte und dann probieren wir das da. Es gibt bestimmt auch ganz tolle Ergebnisse. So, Gelatineplatte, nehme ich schwarze Acrylfarbe. Und dann habe ich mir jetzt tatsächlich mal einen echten Sprayer gegönnt. Das ist das erste Mal, dass ich den benutze. Schauen wir mal, ob das was ändert. Nehmen wir mal das. Und das. Und das. Das A. Das. Und was haben wir noch? Das hier.
So, dann nehme ich einfach so ein weißes Kopierpapier. So. Jawohl. Gefällt mir gut. Und jetzt ist die 1868 auch wieder richtig rum. Warum jetzt? Okay, ich finde es toll. Ich finde es toll. Vor allem hier, guckt mal hier, was für tolle Strukturen das hier gibt. Super. Okay, dann haben wir ja noch nicht alle. Dann probieren wir mal dieses. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich bin so ein bisschen weggeglitscht. Ich probiere es hier nochmal. Hier auch. Das ist schwierig, weil man hat nicht so viel richtigen Grip und dann glitscht das hier auf der Acrylfarbe so ein bisschen weg. Aber ich denke, das macht nichts. So. Ich finde es super. Ich finde es richtig interessant. So, dann werden wir jetzt einfach mal ganz zart ich werde sie einfach so rauflegen. Also wir warten jetzt nicht noch, bis das auf Pappe ist. Ich werde die einfach jetzt mal kurz auflegen. So, ich hoffe mal, das löst sich dann nicht noch ab. Ha. Und das hier. Und das. Und nochmal. Guckt euch das an. Ist das nicht toll? Diese ist auch toll. Da habe ich, welche ist das? Moment. Ist der seitenverkehrt? Also die hier. Das ist die mit den, wo die Quadrate nach oben gucken. Hier guckt das Gitter und hier gucken die Quadrate. Das gibt dieses hier. Ich finde es richtig, richtig toll. Also, was haben wir? Wir haben dieses aus der Rolle, diese hier aus den überwiegend festen und hier dies hier, das finde ich auch toll. Da kann man ja auch sich so einen ganzen Stern mitmachen, ne, indem man das jetzt immer so versetzt. Richtig schön. Und das hier, warum ist das eigentlich so viel heller als das? Keiner weiß es. So, und dann, wenn man das Ganze mit Stempeln macht, haben wir sowas hier. Also, kann ich nur empfehlen, guckt mal bei allen Plastikverpackungen unten drunter, was da für schöne Muster sind, ne? Ob da so Strukturen sind. Nach Möglichkeit ein bisschen gröbere und nicht so ganz feine. Ich denke mal, dieses hier, das ist so ganz flach.
wenn man das ein paar Mal durch Acrylfarbe zieht. Ich denke mal, da wird sich das Muster so ein bisschen verwaschen, weil da wird sich ja immer mehr Acrylfarbe reinsetzen und dann wird das wahrscheinlich irgendwann zu flach, ne? Aber wenn man hier so richtig grobe hat, da hat man, glaube ich, lange was von. Ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Absolute Empfehlung zum Nachmachen. Wenn man das mit anderen Farben macht, sieht das natürlich noch alles viel toller aus. So genau, wofür kann ich das nehmen? Ich kann das jetzt zum Beispiel zerreißen. Und in Collagen verwenden. So, das könnte ich zum Beispiel auch als Hintergrund nehmen und hier irgendwie was anderes draufsetzen. Wie gesagt, ich kann das ja auch in allen anderen Farben machen, ne? Also da sind mir ja die Möglichkeiten hier jetzt unendlich eröffnet. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.